Audax Randonneurs Alemannia, das 300 Kilometer Brevet zur Mitsommernacht im Herzen Schleswig-Holsteins. Gruppe fahren durch die kürzeste Nacht zu Deutschlands bekanntestem Leuchtturm. Komm mit, sei dabei. Faszination Brevet fahren, das ist Audax. Willkommen jetzt zum dritten Teil. Im ersten und zweiten Teil sind wir von Kiel gestartet und dann nordwestlich Richtung Schleswig. Dann hatte ich ja meinen Platten auf dem Weg nach Husum und sind dann wieder in der Gruppe zum Leuchtturm gefahren. Und nun geht's weiter am Eidersperrwerk vorbei nach Heide. Das sind jetzt nochmal so ein paar Bilder, wie wir da angekommen sind am Leuchtturm. Für mich war das so das Highlight dieser Tour. Und was steht jetzt, was ist diese Infotafel, dieses Ding hier? Also ich finde, das ist der schönste Leuchtturm, den wir in Deutschland haben. Da hast du das gar nicht gemacht, die Frage? Nee. Ja, und dadurch, dass ich meine E-Brevet-Karte da irgendwie einen Fehler bei der Bedienung gemacht habe, bin ich jetzt also mit der analogen Karte gefahren und hier war dann kein Stempel möglich, sondern hier musste ich jetzt eine Frage beantworten. Jackenberg. Na, auf der Infotafel ein Wort Ja, suchen. Schaffberg. Der Schaffberg. Den soll ich nachher Also aufschreiben. schön merken und später bei einer Kontrolle werde ich den dann damit zuschreiben. Hoppala. Danke Und nun dir. geht's weiter, Danke dir. wieder durch eine Riesenanzahl von Schafgattern. Haben jetzt also kurz vor 1 Uhr. Echt super! Und das waren die Fotografen, die da auf dem Hinweg so bestimmten Kilometer vom Leuchtturm entfernt so Riesenobjektive aufgebaut haben. Wir haben denen die Piepwitze vertrieben oder was die da machen wollten. Nee, ich glaube, die wollten jetzt fotografieren. Ach so, du meinst, sie haben sich gefreut, dass wir da so schön Licht gemacht haben? Mit unseren Lichtfackeln? Ich glaube, die wollten eigentlich den Mond fotografieren. Ja. Gesehen? Ja, ich habe ihn gesehen, wer so halb durchging. Aber ich hoffe, dass die Wolken verschwinden. Der ist ja richtig schön groß. Ja. Aber ja, eigentlich sollten die Wolken ja weg sein. Der war feuerrot, ne? Also das war diese kleine Spitze, in die wir da in das Wattenmeer fast reingefahren sind. Da sind wir jetzt wieder zurück am Deich. Und nun geht es wieder weiter mit den Schafgattern aufhalten. Die ganze Gruppe fährt durch. Und da werden also noch einige von kommen. Und jetzt so gegen 1 Uhr ist es auch noch sehr bewölkt. Das bricht nachher später in der Nacht dann auf und dann werden wir auch diesen Dankeschön. riesigen Mond sehen. Ach, die ganzen Schafe da. Die ganzen Augen gehen jetzt an. Ein Meer von 2 Augenpaaren. Gott, das Wasser hier. Ja, echt. Gatter Nummer 12, die ich gefilmt habe. Also es waren ein paar mehr, ich habe nicht immer Kamera angemacht. Danke. Bin da. Ja, bleibt da schön sitzen, das ist gut. Oh, ich bin da. Da hat er sich beschwert wohl, dass wir da so viel Licht gemacht haben und Lärm. Die schlafen ganz gern auf den dann noch warmen Teerstraßen dort. Und kann übel enden, wenn die dann im letzten Moment sagen, ich laufe doch noch schnell irgendwo hin und einem dann vors Rad laufen. Danke. Beim Eidersperrwerk, da werden wir dann wirklich, oder der da vorne in der Gruppe führt, der wird dann ein Tier anfahren.
Bei den Schafen ist bei unserer Gruppe zum Glück nichts passiert. Sind also jetzt hinterm Deich. So Straßenbeleuchtung gibt es da eigentlich nicht. Das war wirklich pechschwarz. Obwohl Vollmond da war. Dieser weiße Punkt, mit meinen Augen ist das schön groß, der Ball, der Mond nämlich. Tipp aber dies Weitwinkel sieht man echt nur so einen kleinen Lichtpunkt. Ja, es ist hinter den Büschen. Nun haben wir erstmal wieder ein bisschen glatte Straße. Können wieder ordentlich Speed fahren. Drücken also ordentlich aufs Pedal. Ich habe hier nochmal gecheckt, wie jetzt die Temperaturen verlaufen werden. Also es wirkt eine wunderbar warme Nacht werden. Zumindest wenn man fährt, wenn man nachher steht, wird es in der Früh nachher doch ziemlich kühl. Also wir haben jetzt 1 Uhr genau, haben 155 Kilometer, fahren ja auf so einen riesigen Vollmond zu. Und gleich geht es nochmal ans Wasser ran. Kann man hier sehen, genau. Richtig schöner, dicker, runder Mond. Und für uns geht es jetzt weiter auf so kleinen Wirtschaftswegen in stockdunkler Nacht. Nun sind wir am Eidersperrwerk. Da geht es jetzt einmal durch den Tunnel. Da ist das Schild. Und gleich wird was passieren. Hätte fast einen Unfall geben können. Kurz bevor wir in den Tunnel reinfahren. Ja, vorne ist eine ziemlich harte Bremsung gemacht worden. Und ich war ja an 3. Position, also hier der zweite Fahrer, der ist also gegen das Hinterrad gefahren. Was war das denn? Dafür gefahren? Weiter! Da sehen wir nichts da oben. Haben wir Glück gehabt, ne? Da war doch irgendwas über die Straße gelaufen oder war das eine Maus? Ne, okay. Hier nochmal die Zeitlupe. Er hat nachher gesagt, das waren Mäuse, die überfahren hat, aber man sieht hier Kaninchen. Bist voll über die Maus rüber? Bist du auf die Maus raufgefahren? Aber ich dachte, was ist das denn? Irgendwas huschte da. Aber haben wir Glück gehabt, dass das keinen Sturz gab jetzt, ne? Mit dem Auffahren. Oh nein. Ja. Hat er zum Glück auch nicht überfahren. Das ist also mit dem Kopf gegen das Hinterrad gekommen. Ich hoffe, es geht dem Tier gut. Und da sieht man jetzt so, also er ist fast gegen die Schaltung vom Vordermann gefahren. Also hätte auch schnell zum Sturz kommen Es geht können, mal wieder zum Deich hoch. das haben alle geschafft, sehr schnell zu bremsen. Danke. Jetzt geht es wieder am Deich weiter und wieder natürlich mit den ganzen Schafgattern. Da vorne wird ein kleines Häschen gejagt. Ja, hier ist überall alles voll Tier. Also eben musste einer notbremsen wie im Kaninchen. Und eine Maus haben wir ihm zerteilt. Ja. Danke dir. Ja.
Haben jetzt also noch 25 Kilometer bis nach Heide zum 4. Checkpoint. So, dann haben wir direkt mal den Wind von hinten. Und vor mir ist so ein riesiges Meer von roten Blinklichtern. Hier ist ja dieser riesige Wald von Windrädern. Die werden noch alle schön drehen, aber man sieht halt nur dieses Lichtermeer. Ich tippe mal, das sieht man auf der GoPro nicht, aber ringsherum, es sind bestimmt ein paar hundert Windmühlen hier. Ja, ist eindrucksvoll. Und jetzt haben wir 1:30. Einen Kilometer haben wir. ...170, also noch 130 Kilometer knapp. Und nächster Checkpoint ist in 22. Und dann muss ich auch dringend wieder meinen Reifen aufpumpen. Der verliert immer leider noch weiterhin Luft. Aber solange ich klarkomme, ist das ja alles ganz erträglich und noch gut machbar. Darf halt nur nicht abspringen. Und so jagen wir als Gruppe weiter durch die Nacht auf diesen schönen schmalen Teerstraßen. Hinterm Deich immer noch. Über eine schöne flache Marsch. Diesmal jetzt mit Wind von hinten. Und sehen jetzt also immer wieder Tiere. Oh, ein Igel. Achtung, Igel! Ach scheiße, da habe ich mich verguckt. Naja, alle einmal in die Irre geführt. Tut mir leid. Also ein weiter. Das war jetzt die richtige Abbiegung. Da hatte ich vorher die davor gedacht, dass es hier ist. Nicht richtig raufgeguckt aufs Navi, weil auch immer wieder Tiere irgendwie plötzlich im Scheinwerferlicht auftauchten. Habe ich dann mehr auf die Straße geguckt als genau auf den Navigator. So, der nächste Checkpoint steht schon dran, nämlich Heide, 11 Kilometer noch. Wieder eine schöne glatte Straße und immer noch dieses Meer von den ganzen Windrädern oder deren Beleuchtung zu sehen. Und der große Mond
Das ist jetzt Heide. Jetzt noch kurz zum Ziel. Ja. Ja genau, immer durch die Fußgängerzone und dann zur nächsten Tanke. Haben also 190 Kilometer knapp gefahren. Kontrolle Nummer 4. Heide, wieder eine Tankstelle nach 193 Kilometern. Ohne Nachtschalter. Da konnte man sogar reingehen, wieder was kaufen. Also knappe 7,5 Stunden. Wir haben jetzt knapp 2:30. Und das nochmal der Track. Westerhever Leuchtturm. Ja. Und können Sie die Bis nach Uhrzeit Heide. aktuell da unten noch notieren? Dann kann ich den Kuli kurz haben, weil ich muss mir noch eine Frage beantworten. Dankeschön. Das ist ja der Schafberg Genau, bevor ich es ja noch vergesse, lieber aufschreiben. 2 Geld 24 bitte. Das ist 224, ja. Danke Ihnen. Also sind jetzt knapp 2:30 in Heide und ich habe mich wieder um meinen Reifen gekümmert und hatten ja so einen komischen Automaten. Also diese alten Pumphilfen, die klappen bei mir beim Rad einfach besser. Ja, Ja, da habe ich mich echt schwer getan. Mal wieder hätte ich mal nicht so lange rumprobieren sollen. Da war noch ziemlich weich der Hinterreifen. Und 5,5 Bar mochte er mir da einfach nicht raufmachen. Da habe ich bestimmt wieder 10 Minuten dran rumgespielt an diesem Ding. In der Zeit hätte ich das auch mit der kleinen Luftpumpe aufpumpen können. Naja, besser ist nichts. Und so haben sich dann einige hier in diesem Store verpflegt, bisschen was zu essen, bisschen Getränke, haben dann ein bisschen Pause gemacht. So, eine kleine Pause. Bisschen was eingekauft, denn einige, die haben nichts mit. Und es geht weiter. Reifen wieder aufgefüllt. Und vor uns ist ein riesen Vollmond. Ja. Oh, und ist das kalt. Es ist richtig kalt jetzt. Aber wenn ich mich dicker anziehe, das friere ich aber. Dann tippe ich mal Schwitzi nachher zu teuer. Was haben wir denn jetzt für einen Zweck haben wir? 43. Geht es also weiter durch die Nacht und dann zu einem super schönen Sonnenaufgang über Schenefeld und dann im letzten Track zurück nach Kiel. Und wie der Teil war, das seht ihr dann im 4. und letzten Teil. Danke fürs Zuschauen. Bis bald.